Hochtaunuskreis, Ort der Reichen und Schönen. Nirgendwo haben die Leute mehr Geld für Luxus und Konsum. Oder? Das ist Quatsch zu sagen, das reiche Bad Homburg oder Hochtaunuskreis, überall sind Tafeln. Es geht nicht ohne. Schauplatz Offenbach. Hier verdienen statistisch gesehen die Leute am wenigsten. Wir haben, wie gesagt, leitende Angestellte, Juristen, auch Ärzte. Verkehrte Welt zwischen Luxus und Armut. Mex zeigt, was Statistiken über Einkommen und Alltag wirklich aussagen. Mex im eigentlich so reichen Bad Homburg bei einer Tafel. Die Nachfrage überraschend hoch, weiß Rosemarie Steinkamp. Wir haben jetzt die ganze Warteliste. Na, aber wir können nicht mehr packen. Ne? Und Sie sehen ja, so viel ist das ja gar nicht. Es sind insgesamt 600 Familien. Tobias Kromer führt weiter aus. Die Armutsquote sei mit 16% höher als in vielen anderen Regionen Hessens. Im Hochtaunus leben rund 15.000 Menschen, die eine Grundsicherung erhalten, inmitten von Millionären. Das soziale Netz hält immerhin. Es gibt kaum wo eine so hohe Dichte an sozialen Angeboten, die durch freiwillige Leistung, auch von kommunaler Seite oder durch Spenden privater Art am Leben gehalten werden. Tafeln im reichen Hochtaunuskreis, und das, obwohl hier die Millionärsdichte am höchsten ist. Zum Beispiel Königstein. Laut Statistischem Bundesamt kommen 105 Einkommensmillionäre auf 10.000 Steuerpflichtige. Der gesamte Hochtaunuskreis kommt laut Statistik auf ein durchschnittliches Einkommen von 35.238 € netto pro Haushalt und Jahr. Doch wir erleben, statistischer Reichtum hat nichts mit gesellschaftlichem Alltag zu tun. Mex bei der Caritas. In diesem Laden können Schnäppchenjäger günstig kaufen, was die Reichen spenden, sagt die Leiterin des Geschäfts Andrea Drümmer. Durch uns können die Geringverdienenden an dem Reichtum der anderen gewissermaßen ja teilhaben. Und wir haben hier Markenprodukte. Das Markenbewusstsein ist auch durchaus da. Da kann man staunen, dass das hier hängt. Und ich finde das auch toll, dass die Leute das dann für 2 € oder 3 € erwerben können. Das ist wirklich eine tolle Unterstützung, sowieso für Menschen, welche haben begrenzte Einkommen. Zu dieser Gruppe leider gehöre ich auch. Man fühlt sich auch sehr wohl neben solcher Leute. Man merkt nicht, ob jemand Millionär ist oder nicht. Vom Hochtaunuskreis schauen wir jetzt mal aufs verfügbare Einkommen in ganz Hessen. Wenig überraschend wohnen und arbeiten die Menschen mit den im Schnitt höchsten verfügbaren Einkommen im Rhein-Main-Gebiet, während im ländlichen Nordhessen, in dem weniger Akademiker arbeiten, geringere Gehälter gezahlt werden. Offenbach bildet mit 19.445 € das Schlusslicht. Weniger netto vom Brutto, das hat hier Tradition, erklärt uns Statistiker und Stadtentwicklungsforscher Matthias Schulze-Boing. Der Grund? Wir sind als alte Industriestadt, die sehr viel Industriearbeitsplätze verloren hat, natürlich auch von diesem Wandel in der Bevölkerungsstruktur geprägt. Also so ein Beispiel, der klassische gut verdienende Facharbeiter, der hier im Maschinenbau gearbeitet hat oder in der chemischen Industrie, wo man sehr gut verdient hat. Diese Arbeitsplätze sind weg, und was nachkommt, sind eher Menschen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten. Auch dann oft in einfachen Arbeitsplätzen, eben nicht in akademischen, sondern in einfachen Arbeitsplätzen. Und dort wird halt wesentlich weniger verdient. Was Offenbach auszeichnet, es ist die am stärksten wachsende Stadt Hessens. Offenbach ist für viele also attraktiv. Und noch etwas hat die Stadt dem reichen Hochtaunuskreis voraus. Wir haben auch in der Stadt eine der höchsten Beschäftigungsquoten in Hessen. Das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren sehr positiv entwickelt. Uns fehlt ein bisschen das obere Segment. Und da kann man durch eine Angebotspolitik im Wohnungsbereich, in der Baupolitik einiges machen. Spiegelbild dieser Entwicklung: Baugebiete für Reiche, deren Mietpreise man eigentlich im Hochtaunuskreis vermutet. Beispiel Offenbacher Hafen. Bis zu 20 € Miete kostet hier der Quadratmeter. Die Durchschnittsmiete in Offenbach liegt bei 9 €. Wir treffen Ute Kremser, die seit 15 Jahren als Maklerin in Offenbach arbeitet. Sie zeigt uns dieses neu erschlossene Wohngebiet in Bieber Nord, mit dem Offenbach eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen möchte.
Vorzugsweise junge Familien, die beide berufstätig sind, 1 oder 2 Kinder haben, möglicherweise auch eben Singles, die in einer gehobenen Position sind. Hier haben wir ein normales Einkommen von Mietern, sagen wir mal so ab 3.000 € netto. Das ist jetzt so hier die Klientel. Die Preise für die Neuvermietung in diesem Baugebiet liegen aktuell bei durchschnittlich 12 €. Die Kaufpreise bei 4.000 € pro Quadratmeter. Insgesamt soll es Platz für 2.000 Menschen aus der gehobenen Mittelschicht geben, mit denen Offenbach im Einkommensranking wieder nach oben steigen möchte. Der Plan scheint aufzugehen, so die Neubewohner. Ja gut, wir sind halt hier auch sehr zentral, nahe Frankfurt, nahe auch in die anderen Regionen, Richtung Dietzenbach und Heusenstamm. Und wie gesagt, ich habe halt meine Arbeit hier und von daher war das halt auch perfekt, hier zu bleiben. Auch die S-Bahn-Anbindung natürlich, wo wir gerade herkommen. Es ist natürlich in den Zeiten, die wir jetzt haben, auch gut, wenn man das Auto mal stehen lassen kann oder vielleicht auch gar keins braucht. Das verfügbare Einkommen einer Region sagt nicht immer etwas über die allgemeine Lebenssituation aus. Es gilt, das soziale Gefüge zusammenzuhalten. Eine Herausforderung, egal ob im Hochtaunuskreis oder in größeren Städten Hessens.